Willst du eine Webseite ins Internet bringen, dann führen viele Wege zum Ziel. Manche dieser Wege sind jedoch nicht nur sehr aufwendig oder auch teuer, sondern erfordern teilweise tiefes technisches Fachwissen. Doch im Zeitalter von künstlicher Intelligenz und Website-Baukästen ist das zum Glück nicht mehr nötig. Ich möchte dir in diesem Video meine Erfahrung mit Hostinger teilen. Hostinger ist ein Website-Baukasten, aber auch WordPress-Hoster oder Hoster deines eigenen Webprojekts. Du hast hier also verschiedene Möglichkeiten in einem Tool und das zu einem sehr günstigen Preis. Aktuell starten hier die günstigsten Angebote schon ab 2,49 € im Monat in der ersten Vertragslaufzeit. Danach wird es ein bisschen mehr. Das ist ein Preis, den kaum ein anderes Unternehmen anbieten kann. Da stellt sich doch die Frage, wie gut ist denn das, was sich hinter der Fassade verbirgt? Ich habe den Hostinger Website-Baukasten mir deswegen genauer angesehen. Du bekommst in diesem Video meine Erfahrungen, als auch eine genaue Anleitung, wie du deine Website mit dem Hostinger Website-Baukasten umsetzen kannst. Zunächst einmal mein Erfahrungsbericht. Ich habe mit Hostinger eine Website mit einem Blog aufgebaut. Das habe ich mit dem Hostinger Website Baukasten gemacht und das war ziemlich easy. Ich kenne mich zwar auch mit WordPress und Elementor und anderen Page Builder Plugins für das CMS aus, allerdings konnte ich mit Hostinger einfach viel schneller starten. Ich habe die Website anfänglich auch mit der KI erstellt, das war ein ganz guter Start, ich habe dann aber doch noch super viel angepasst und mich in die Details vertieft. Der Baukasten stand mir dabei nicht im Wege. Aus meiner Sicht hatte er eine sehr hohe Nutzerfreundlichkeit und mir hat nichts Entscheidendes gefehlt. Cool fand ich besonders den Bereich Blog, denn ich habe ja mit Content Marketing mir hier direkt mit der KI von Hostinger Blogartikel generiert. Allerdings gab es ein paar Einschränkungen beim Layout, das fiel mir manchmal noch ein bisschen einfacher, ein globales Layout mit WordPress festzulegen. Allerdings würde ich sagen, haben auch hier meine Blogartikel eine gute Figur gemacht. Übrigens, auch wenn du schon eine Website hast, dann unterstützt dich der Hostinger Website-Übertragungsmodus dabei, diese ganz easy zu Hostinger zu übertragen. Dabei wird die Domain und alle Inhalte mitgenommen und du bekommst bei Fragen auch technische Unterstützung. Kurzum, ich bin am Ende meines Tests auf jeden Fall im Hostinger Fan geworden. Ich hätte niemals gedacht, dass es so ein großes Angebot für so wenig Geld geben kann und bin deswegen ein zufriedener Nutzer. Doch bevor wir weiter über meine Erfahrung sprechen, möchte ich dir zeigen, wie du deine Website mit KI bei Hostinger erstellen kannst. Im ersten Schritt klick doch dafür bitte auf den Link unter diesem Video im ersten Kommentar oder in der Videobeschreibung. Dann kommst du nicht nur zu genau der richtigen Seite, um zu starten, sondern bekommst auch den aktuell besten Preis und zusätzlich noch 10% Rabatt, wenn du den Rabattcode Tutorial Center beim Checkout an der Kasse mit eingibst. Hast du auf den Link in der Beschreibung geklickt, landest du auf dieser Seite hier. Hier musst du zunächst einen der beiden Pläne auswählen. Es gibt den Premium und den Business Website Baukasten. Der größte Unterschied ist, dass du im erweiterten Tarif KI-Tools mit inbegriffen hast. Diese beschleunigen die Erstellung deiner Website deutlich, generieren dir beispielsweise Bilder, schreiben Texte oder ganze Blogartikel. Im Business-Tarif ist außerdem E-Commerce mit enthalten, das heißt, du kannst sogar deinen eigenen Online-Shop mit dem Website-Baukasten aufbauen. In beiden Tarifen sind bis zu 100 Websites mit inkludiert. Mit dabei ist auch eine eigene Domain und du kannst auch eine eigene E-Mail-Adresse mit deiner Domain einrichten. Der Startpreis des Business-Tarifs ist nur leicht höher als der des Premium-Tarifs und gilt hier bei einer Bestellung für 48 Monate. Du kannst allerdings auch einen kürzeren Zeitraum wählen und hast auch eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Wählst du den Plan aus, kannst du nun zunächst einmal wählen, für welchen Zeitraum du den Plan kaufen möchtest und hast zusätzlich noch eine Gratis-Domain inklusive. Jetzt hier im Warenkorb kannst du auf der rechten Seite den Rabattcode Tutorial Center eingeben und bekommst dann Rabatt. Dann erstellst du ein Benutzerkonto und dann bist du auch schon in deinem Hostinger Dashboard und kannst loslegen. Nach der Registrierung wählst du aus, für wen die Website gedacht ist, kannst wahlweise eine Website zu Hostinger übertragen oder eine neue Website erstellen und hast dann die Wahl zwischen einer WordPress-Seite und dem Hostinger Website-Baukasten. WordPress ist ein bekanntes Content-Management-System. Es eignet sich besonders für Webblogs und mit zahlreichen Plugins und Themes kannst du es sehr flexibel anpassen. Du kannst jedes Detail deiner Website selbst steuern. Allerdings erfordert die Arbeit mit WordPress durchaus etwas Fachwissen und das eine oder andere wird dir nicht sofort von der Hand gehen. Dafür gibt es allerdings zahlreiche Tutorials und Erklärvideos, die dir helfen, einen Einstieg in WordPress zu finden. Ich empfehle dir, wenn es deine erste Website ist, erst aber mit einem Baukasten loszulegen. Ein Baukasten hat den Vorteil, dass du hier wenig bis kein technisches Know-how brauchst und dich KI bei der Erstellung deiner Website auch schnell unterstützen kann. Du wirst schnelle Erfolgserlebnisse haben und deine Website wird schnell ins Internet kommen.
Der Nachteil, ein Website-Baukasten, der ist ein bisschen limitiert. Das bedeutet, wenn du ganz konkrete Vorstellungen von deiner Website hast, dann kann es sein, dass die sich mit dem Baukasten nicht umsetzen lassen oder dass der Baukasten irgendwann, wenn dein Unternehmen wächst, an seine Grenzen stoßen könnte. Baust du allerdings nur einfache Websites, dann kannst du durchaus mit einem Baukasten fortfahren. Als dritte Option steht dir noch die Möglichkeit, eine PHP-HTML-Website zu erstellen zur Verfügung. Ich wähle hier den Hostinger Website-Baukasten. In deinem Plan ist eine Domain inbegriffen. Das ist die Webadresse, über die man deine Website dann erreicht. Diese ist anders als bei kostenlosen Anbietern nicht eine Subdomain, in der Werbung enthalten ist, sondern komplett deine eigene Webadresse. Meine Wunschdomain ist noch frei und ich bekomme sie hier für 0 €. Tippe dann auf Weiter. Für eine Domain muss ein Kontakt hinterlegt sein. Das kannst du persönlich oder dein Unternehmen sein. Mit Klick auf Registrierung abschließen werden die Daten übermittelt. Das waren die wichtigsten Einstellungen im Setup. Jetzt beginnen wir, zusammen mit der KI die Website tatsächlich zu erstellen. Nachdem du deinen Markennamen eingetragen hast, formulierst du jetzt am besten auch eine aussagekräftige Website-Beschreibung. Umso besser diese Beschreibung ist, umso besser wird das Ergebnis der KI sein. Da ist deine Website mit Hilfe von KI erstellt. Du kannst sie dir nun erst einmal in Ruhe ansehen, um festzustellen, ob die KI deine Vorstellungen getroffen hast. Dann geht es damit weiter, die Farben für deine Website richtig einzustellen. Wähle hier ein Farbschema, das für dich angenehm aussieht und klicke dann auf Fortsetzen. Jetzt befindest du dich hier im Website Builder. Dieser besteht einmal aus der Möglichkeit, deine Website Abschnitt für Abschnitt zu bearbeiten, dem Menü deiner Website am oberen Rand und der Möglichkeit, der Website neue Dinge hinzuzufügen, hier auf der linken Seite. Hier oben stellst du zwischen der mobilen Ansicht deiner Website und der Desktop-Ansicht um. Klickst du auf Vorschau, kannst du immer den aktuellen Stand deiner Website sehen und aktuell ist Autosave aktiviert, das heißt, deine Änderungen werden automatisch gespeichert. Bist du schlussendlich fertig, klickst du auf Veröffentlichen. Werfen wir einen kurzen Blick auf den Editor. Elemente, die hier sind, kannst du einfach anklicken und dann auch schon bearbeiten, indem du zum Beispiel hier etwas entfernst oder hinzufügst. Jedes Element hat unterschiedliche Attribute. Ein Überschriftenelement kann hier beispielsweise in seiner Schriftart, Schriftgröße als auch Schriftstärke angepasst werden. Außerdem kannst du natürlich so etwas wie die Farbe einfach verändern. Bei einem Button macht es Sinn, dass du den Button bearbeiten kannst. Hier ließe sich jetzt der Link des Buttons ändern. Außerdem kannst du das Aussehen des Buttons im Status Normal als auch im Status Hover anpassen. Hover bedeutet, wenn du mit der Maus darüber fährst, dann färbt er sich hier in dem Fall noch einmal anders. Jetzt kombinieren wir uns eine angenehme Hintergrundfarbe und schon nach einigen Anpassungen sieht der Button jetzt deutlich besser aus. Du könntest ihn auch mit einer Eingangsanimation versehen, wenn man die Website betritt. Elemente kannst du in einem Grid platzieren. Du kannst sie frei nach rechts und links verschieben. Hilfslinien helfen dir dabei, immer das Element an die richtige Stelle im Verhältnis zu anderen Elementen zu setzen. Das geht dann zum Beispiel auch mit der Box hier unten. Etwas vergrößern oder verkleinern kannst du, indem du eine Box größer oder kleiner ziehst. Das geht auch in die Breite oder in die Höhe. Elemente ausblenden kannst du über das Auge. So entscheidest du, ob auch dieser Button auf der mobilen oder nur der Desktop-Ansicht zu sehen sein soll. Über das Mehr-Icon kannst du über die Reihenfolge der Elemente entscheiden. Wenn zum Beispiel hier der Button vor dem Text liegen soll, dann könntest du ihn in seiner Reihenfolge verschieben, indem du ihn in den Vordergrund bringst. Außerdem kannst du hier Elemente auch schnell kopieren und wieder einfügen. Noch schneller geht es mit der Tastenkombination STRG D, dann hast du gleich einen zweiten Button und kannst so noch effizienter arbeiten. Diese Elemente liegen in einem sogenannten Abschnitt. Es lässt sich der gesamte Abschnitt bearbeiten. Ein Abschnitt kann einen Hintergrund haben, so eine Farbe oder auch ein Bild oder ein Video. Deckkraft überlagern ist ein cooler Effekt, um Dinge auf einem Bild besser lesbar zu machen. Außerdem lässt sich ein Layout einstellen. Das Layout gilt dabei immer für den gesamten Abschnitt. Willst du einen neuen Abschnitt hinzufügen, tippe auf Abschnitt hinzufügen. Für Abschnitte gibt es dann viele Vorlagen. Diese sind in verschiedene Kategorien sortiert. Möchtest du beispielsweise ein Anmeldeformular hinzufügen, könnte sich dieser Abschnitt anbieten. Wähle gleich das richtige Template aus, um dann später weniger Arbeit bei der Anpassung zu haben. Auch diesen Abschnitt kannst du weiter anpassen. Fehlt dir etwas auf dem Abschnitt, kannst du über das Plus einzelne Elemente hinzufügen. So hier zum Beispiel auch noch eine Kartenansicht. Diese Karte kannst du auch frei daneben platzieren.
Die anderen Elemente könnten jetzt ebenfalls auf der linken Seite sein. Und so baust du Schritt für Schritt hier ein zweispaltiges Layout auf. Das Formular soll hier jetzt ebenfalls linksbündig werden und dafür kann ich die Buttonposition hier auch einfach auf links verschieben. Jetzt habe ich hier eine Sektion mit zwei Spalten, links einem Anmeldeformular, rechts einer Karte. Bei den Elementen hast du eine große Auswahl von Standardelementen, aber auch einigen Möglichkeiten, deinen eigenen Code einzubetten, um dann beispielsweise iFrames von anderen Seiten zu integrieren. Zum Beispiel, wenn dein Anmeldeformular direkt von einem E-Mail-Anbieter-Tool zur Verfügung gestellt wird. Das Website-Menü steuerst du mit dieser Ebene hier. Hier könntest du zum Beispiel neue Seiten zu deiner Website hinzufügen. Auch für Seiten gibt es einige Templates. So möchte ich hier eine Kontaktseite hinzufügen. Diese Kontaktseite wird automatisch oben meinem Menü hinzugefügt. Du kannst die Reihenfolge der Menüelemente natürlich anpassen und über die Einstellungen hier festlegen, was deine Startseite ist, wie die Adresse dieser Unterseite sein soll und du kannst, wenn du eine Vorlagenseite erstellt hast, diese natürlich auch schnell duplizieren. Um ein Element einem anderen unterzuordnen, klickst du auf zum Dropdown hinzufügen oder verschiebst es hier ineinander und dann hast du zwei Ebenen und könntest hier oben dein Menü aufklappen. Dieses Menü hier ist die sogenannte fixierte Leiste, die Kopfzeile. Die Kopfzeile ist auf allen Seiten gleich und das macht auch Sinn, damit man immer einfach navigieren kann. Du könntest darüber noch einen weiteren Abschnitt zur Kopfzeile hinzufügen, der dann auch auf jeder Seite stattfindet. Hier oben wird dann dein aktuelles Website-Logo eingestellt. Neben dem Website-Menü kannst du in den Website-Stilarten genau sehen, welche Farben du wie oft verwendest und die Standardfarben, Schriftarten, als auch die Standards für deine Buttons oder Animationen festlegen. Ich empfehle dir hier immer ähnliche Einstellungen zu nutzen, damit am Ende ein harmonisches Gesamtbild entsteht. Bisher ein ziemlich normaler Website-Baukasten, doch jetzt wird es spannend. Es geht um die KI-Funktionen, die Hostinger zu einem besonders guten Website-Baukasten machen. Und die schauen wir uns jetzt an. KI hilft uns nämlich nicht nur dabei, unsere Website grundlegend zu erstellen, sondern dann auch während der Arbeit an der Website einfach schneller zu sein. Dafür könnten wir uns hier zum Beispiel einen Bildgenerator aktivieren. Auch hier gilt, umso besser deine initiale Eingabe, umso besser das Ergebnis. Ich generiere mir hier ein Bild auf Basis meines Prompts und schon hätte ich hier das Bild von meinem Elefanten im Dschungel. Durch einfaches Anklicken könnte ich es dann hier als Hintergrundbild verwenden. Das gilt allerdings nicht nur für Bilder, sondern natürlich auch für Texte. Klickst du ein Textelement an, hast du hier dann zum Beispiel den KI-Writer. Fällt es dir schwer, einen Prompt zu formulieren, kannst du dir Beispiele ansehen und dann direkt den Text erstellen. Dieser wird der Box dann direkt hinzugefügt, kann verworfen, erneut generiert oder auch so verwendet werden. Weitere KI-Tools verstecken sich hier auf der linken Seite unter KI-Tools. Du kennst nun den Bildgenerator, den Writer, es gibt aber auch die Möglichkeit, ganze Seiten mit KI zu erstellen. Dafür habe ich einzelne Elemente, die auf dieser Seite sein sollen, beschrieben und erstelle mir nun die Seite. Diese besteht nun aus mehreren Abschnitten und ich habe auch die gewünschte Call-to-Action-Box hier direkt mit dabei. Der Abschnittsgenerator generiert nicht eine ganze Seite, sondern die eben schon kennengelernten Abschnitte. Der Blog-Generator ist besonders sinnvoll, wenn du Content-Marketing machen möchtest, also dein Wissen teilst und über dieses Wissen in der Google-Suche besser gefunden werden möchtest. Und hier macht es dir Hostinger leichter, als würdest du beispielsweise deinen Blogartikel über ChatGPT erstellen, denn du kannst den Tonfall hier einfach auswählen, die Beitragslänge anklicken und nach Eingabe der Informationen und Inhalt erstellen erhältst du einen fertigen Blogartikel, welcher nicht nur einen Titel und Beitragsbild, sondern auch den gesamten Content strukturiert in einzelne Abschnitte enthält. Wir sind nun im Bereich Blog, hier gibt es dann zusätzlich die Beitragseinstellungen, wo der Titel, die Beschreibung, die URL als auch die Autorenbox geplant wird. Hier kannst du Blogartikel separat von der Website dann auch veröffentlichen oder wieder auf Privat stellen. Mehr Details zum Blog findest du auch hier auf der linken Seite unter Blog. Hier hast du einen guten Überblick über deine Blogartikel und kannst die Kategorien deiner Blogartikel als auch deine Entwürfe, geplanten und veröffentlichten Beiträge verwalten. Zurück zu den KI-Tools haben wir auch den KI-Produktdetailgenerator. Dieser ist sinnvoll, wenn du einen Online-Shop aufbaust. Dass auch ein Online-Shop in Hostinger mit integriert ist, ist tatsächlich eine ziemlich coole Sache. So kannst du gerade auch, wenn du Online-Produkte verkaufen möchtest, das alles mit dem Baukasten abhandeln und brauchst nicht noch ein extra System, wie zum Beispiel Shopify oder WooCommerce in WordPress. Daher füge ich mir hier einmal einen Shop hinzu. Mein Shop bekommt standardmäßig hier schon einige Produkte. Außerdem wird meinem Menü oben rechts ein Einkaufswagen hinzugefügt.
Jetzt schauen wir uns mal ein Produkt an und wollen zu diesem Produkt hier eine Beschreibung bekommen. Dafür klickst du auf Produkt verwalten und landest dann im Store Manager. Hier kannst du definieren, welche Arten von Produkten du verkaufst. In meinem Fall handelt es sich um digitale Produkte. Ich lade dafür hier einmal das Bild einer Kamera hoch und aus diesem Bild allein wird dann erkannt, dass es sich um eine Kamera, und zwar konkret um eine Kamera von Sony handelt. Außerdem wird sogar der Gimbal erkannt. Ich bekomme zusätzlich sogar eine Produktbeschreibung. Danach kannst du entscheiden, ob dein Produkt direkt sichtbar oder versteckt sein soll und klickst dann noch auf Speichern. Jetzt hast du dein erstes Produkt zum Shop hinzugefügt. Das ist natürlich erst der Anfang. Unter Bestellungen siehst du, ob Kunden Bestellungen in deinem Shop getätigt haben. Buchungen gibt es, wenn du als Produkt eine Terminvereinbarung hast. Du kannst hier mit Rabattcodes arbeiten, deine Produkte in verschiedenen Kategorien darstellen. Und in den Einstellungen müssen natürlich, bevor dein Shop live geht, noch wichtige Informationen wie die Währung, Informationen zu deiner Firma und zum Vertragspartner und die Möglichkeit eines Zahlungsanbieters hinzugefügt werden. Hier ist PayPal und Stripe sowie die manuelle Zahlung für dich mit inklusive. Du kannst also auch Zahlungen in deinem Ladengeschäft annehmen und dann hier auf bezahlt umstellen oder Kreditkartenzahlungen oder Google und Apple Pay oder PayPal-Zahlungen automatisch annehmen. Lege Richtlinien für dein Kassensystem fest. Formuliere die E-Mails, die man bei Bestellungen oder bei Auftrags- und Versandbestätigungen erhält. Setze fest, ob du umsatzsteuerpflichtig bist und überprüfe dein Rechnungslayout, um deinen Kunden passende Rechnungen zur Verfügung zu stellen. Das ganze Thema mit den Shops ist ziemlich umfangreich, weswegen wir uns dem in einem separaten Video widmen werden. In den weiteren Einstellungen verbergen sich noch mehr Möglichkeiten. Diese beziehen sich auf deinen Blog, den wir uns schon angesehen haben, aber auch allgemeine Einstellungen deiner Website, die du bisher an anderer Stelle noch nicht verwalten konntest, wie den Cookie-Banner oder hier oben links das sogenannte Favicon. Bei den Integrationen stehen dir verschiedene Dienste von Google AdSense bis zu Analytics und WhatsApp zur Verfügung. In den Analytics siehst du nach Veröffentlichung deiner Website, wie viele Besucher du hast. Die SEO-Einstellungen sind dafür wichtig, bei Google richtig gut gefunden zu werden. Dafür solltest du hier ein Fokus-Keyword für deine Website hinzufügen, also das Wort, für das du unbedingt auftauchen möchtest. Das bezieht sich auf die aktuell geöffnete Seite. Hier kannst du dann also auch zum Beispiel einen abweichenden SEO-Titel oder eine eigene sogenannte Meta-Beschreibung, was unter dem Titel in den Google-Suchergebnissen steht, hinzufügen. Außerdem lässt sich hier die Seiten-URL noch einmal anpassen. In der Medienbibliothek findest du alle deine hochgeladenen Medien. Über mehrere Sprachen kannst du deine Website mehrsprachig machen. So wählst du zunächst eine Standardsprache und könntest dann noch eine Alternativsprache hinzufügen. Die Backups sind wichtig, damit, falls du einmal einen Fehler machst oder ein Update nicht richtig läuft, du auf eine ältere Version deiner Website zurückkehren kannst. Dafür muss deine Website mindestens einmal veröffentlicht sein. Und möchtest du stattdessen doch in WordPress weiterarbeiten, dann könntest du den Inhalt deiner im Baukasten erstellten Website tatsächlich auch zu WordPress exportieren. Nun haben wir aber mittlerweile eine starke Website aufgebaut. Um sie zu veröffentlichen, kannst du sie vorher in der Vorschau ansehen und dann über Veröffentlichen ins Internet bringen. Damit die Website tatsächlich auch unter deiner gewählten Domain zur Verfügung steht, musst du einmal deine E-Mail bestätigen. Dafür hast du diese E-Mail bekommen, in der du auf Verify E-Mail klickst. Hier oben rechts steht jetzt auch Domain verbunden und daher ist deine Website jetzt auch schon unter deiner Domain hier erreichbar. Wenn dir das jetzt doch zu schnell ging und du eigentlich noch an der Website arbeitest, könntest du sie auch in einen Bearbeitungsmodus versetzen. Du kannst jederzeit hier noch eine neue Website erstellen, denn in unserem Plan sind ja mehrere Webseiten enthalten, oder zurück ins Hostinger Dashboard gehen. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass du mit Hostinger auch deine E-Mail hosten kannst. Dafür könntest du dann hier unter E-Mails dir einen kostenlosen E-Mail-Dienst mit 1 GB Speicher im Monat einrichten. Für mehr Speicher kannst du für wenige Cents im Monat upgraden. Du wählst dann nochmal die richtige Domain aus und kannst dann den E-Mail-Präfix, in meinem Fall nico@videokurse-erstellen.com auswählen, ein Passwort wählen und auf Erstellen klicken. Deine E-Mail kannst du dann entweder im Browser abrufen, dafür geht's hier in den Webmailer, oder du nutzt eine der empfohlenen Apps, wie zum Beispiel Outlook oder Thunderbird oder Gmail. Hier unten kannst du auch noch weitere Konten erstellen.
Hostinger ist aus meiner Sicht gerade wegen seiner Flexibilität und seines günstigen Preises eine echt gute Wahl, wenn du deine erste Website umsetzen möchtest oder auch wenn du eine größere Website planst. Denn du kannst dir einfach wählen zwischen WordPress, einer eigen gecodeten Website oder dem Baukasten und das sogar noch nachträglich verändern, indem du deine Baukasten-Website vielleicht doch später zu WordPress umziehst. Das gibt super viel Flexibilität zu einem aus meiner Sicht echt fairen Preis. Und wenn du dich bisher nur zurückgelehnt hast, dann ist deine Website jetzt wahrscheinlich noch nicht in Arbeit. Um das zu ändern, klick doch jetzt auf den Link in der Beschreibung und gib den Rabattcode ein. Dann kannst du günstig und einfach mit Hostinger starten und deine Website ins Internet bekommen. Ich hoffe, dass dir dieses Video einen guten Überblick geben konnte und du jetzt schon dabei bist, deine Website zu erstellen. Dafür drücke ich dir die Daumen und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.